Moinsen zusammen und willkommen zurück zu Satisfactory in unserem wunderschönen Fabrikkomplex, besser gesagt Bürokomplex wohl eher, der auch gleich unsere Meinung zu Schrauben zum Besten gibt. Nein, einfach nein. Das haben wir auch bewiesen, machen wir so, werden wir weiterhin so machen. Und auch noch ein kleiner dezenter Hinweis, auch so 'nen Daumen, der soll sich irgendwo unterhalb des Videos befinden, den kann man drücken, muss aber nicht, müsst ihr wissen. Wir machen auf jeden Fall direkt weiter und zwar, ich habe hier so ein paar Kleinigkeiten noch gemacht, so, die Treppen auf der einen Seite zumindest mal fertig gebaut, habe hier die vierte Ebene noch drauf gebaut, denn die hat ja noch gefehlt. Wenn ihr rechts schaut, wir haben insgesamt 55 Konstruktoren, wir hatten hier aber, glaube ich, nur 51 gebaut insgesamt. Ähm, ne, Quatsch, umgekehrt. Wir hatten hier 31 Konstruktoren, auf der Seite hatten 27 gebaut und hier hatten wir 54 gebaut. Das heißt, wir haben jetzt trotzdem noch auf jeder Seite ein Defizit von einem Konstruktor, den werden wir aber übertakten. Da werde ich mir nicht groß jetzt noch irgendwas draufbauen, den werden wir übertakten und das Ganze dann hier irgendwie reinschicken. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir einerseits die Ebene hier oben, die muss noch mal extra aufgeteilt werden in die 3 Türme in der Mitte. Da müssen wir dran denken. Und 3 Türme in der Mitte ist so ein Thema. Ihr seht, ich habe das Ganze schon mal so eingefärbt. Ich möchte das wahrscheinlich doch als langgezogenes Gebäude machen, aber in die 3 Blöcke unterteilt. Also jeweils, pro Block dann die Mats, die wir hier schon schön aufgeteilt haben, die hier reinlaufen lassen. Und hier oben, das müssen wir uns noch mal angucken, da läuft ja eine Maschine. Das können wir direkt von hier aus eigentlich machen. Hier raus, 'n kleinen Steg rüber und dann in die einzelnen Gebäude rein. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Das Gebäude hier werden wir auch, also werde ich besser gesagt, von Hand bauen müssen. Ich glaube nicht, dass ich dafür eine Blaupause ordentlich hinbekomme, denn, ja, das mit den 2 Eingängen und allem, ich mache mir die Arbeit nicht, ganz ehrlich. Wir bauen das jetzt von Hand und das sollte auch irgendwie hinhauen. Wir müssen nur gucken, wir brauchen hier jeweils 3 Maschinen, also 3 Blöcke und das ganze Ding muss 4 Blöcke hoch werden, dass wir, also der letzte bekommt dann nur 2 Maschinen, ne? Also 3, 6, 9, 3 Etagen hoch und dann die letzte Etage mit nur 2 Maschinen, dass wir 11 haben und insgesamt auf unsere 33 kommen. Ich fange das jetzt einfach mal hier an. Ähm, ja, ich gucke mal, ob wir so anfangen können. Ob das hier von der Breite her passt, das ist die erste Frage. Ja, ja. Ne, nicht ganz. Wir können noch ein Stück rüber, glaube ich. Ich möchte das halbwegs, zumindest, dass die Maschinen halbwegs mittig sitzen. Den Rest ist dann noch mal so 'ne andere Geschichte. Aber der Kram hier sollte schon halbwegs mittig sein, dass ich hier auch mit den Förderbändern langkomme. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier vorne kommen die Mats dann rein, hier hinten gehen sie raus und ich glaube, wir bauen das relativ gleich. Also, auf beiden die Maschinen quasi, selbe Richtung. Ich werde hier mal mit den Betonwänden noch mal arbeiten. Ich möchte jetzt nicht noch mal Stahl. Das Gebäude wird ja sowieso so ein bisschen anders, dass er dann länglich ist und keine Türme, dass wir hier vielleicht mit Stahl mit den Betonplatten dann agieren können. Boden lasse ich jetzt erst mal schwarz. Das gefällt mir in dem Fall eigentlich ganz gut. Und dann müssen wir gucken, wir brauchen hier ja die Ebene mit den Förderbändern. Die muss hier weiterlaufen. Kriegen wir das so hin, dass ich das Ganze von oben runterlaufen lassen kann und immer wieder hier in die Dinger dann rein snap direkt? Wahrscheinlich nicht. Wir könnten aber, warte mal, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir vorher nicht wirklich Gedanken hier rum gemacht. Das merkt man auch wieder. Das kennt man aber bereits, ist ja jetzt nichts Neues. Wenn wir die so bauen, können wir ja mit Durchgängen vielleicht dann hier, ich weiß halt nicht, ob das über die Ebenen verteilt so funktioniert. So, wenn wir das jetzt so hätten, theoretisch, dann könnten wir hier einen Durchgang machen. Dann müssten wir das tatsächlich immer anders bauen, aber das sollte dann ja funktionieren. So, der hier war, glaube ich, so und eins nach links versetzt. Ich muss ja auch das Rezept direkt reinmachen, sonst, mache ich nachher wieder 5-mal alles neu. Haben ist jetzt nicht das Problem, es sind nicht viele Maschinen, aber ich möchte das Rezept zumindest drin haben. Die würden dann hier hochkommen. Das heißt, wir könnten, ne, können wir auch nicht. Ist egal, wie ich's mache. Ich würde immer irgendwie glitchen müssen. Also doch, wir könnten theoretisch das Ganze so machen, dass wir, pass auf, ich habe 'ne Idee. Da müssen die beiden oberen Ebenen noch mal anders gebaut werden, aber das macht ja jetzt im Endeffekt nix. Wir würden das dann von hier reinlaufen lassen und zwar mit 'nem, ja, wir brauchen schon 'n gewissen Abstand wegen dem zweiten Ding hier. Ich glaube, das reicht nicht. Ich probiere es grad mal aus. Wir haben ja hier oben den Lift auf jeden Fall an einer Stelle und ich glaube, das glitscht mir dann zu viel. Ja.
Muss 1, 2, das muss auf die Mittellinie und dann könnten wir das theoretisch bauen. Und zwar hätte ich das so geplant, Förderband Splitter. Was heißt geplant? Hatte ich mal mir gerade überlegt. Den hier hin. Den hier hin. Das Ganze dann mit dem Einserlift, das ist ja ausreichend. Einmal hier rein. Und das hier mit dem Förderband. Und dann, ja, das passt nicht. Das passt so nicht. Ich hätte es eigentlich gern dann von hier aus direkt, wisst ihr, dass wir von hier aus direkt hier runtergehen. In das Ding hier. Würde ja so gehen. Wir müssten es dann aber außen lang laufen lassen. Wobei das jetzt auch nicht so das Problem wäre, ehrlich gesagt. Weil dann könnten wir es so bauen. Also der zweite ist natürlich Quatsch. Ne? Hier unten kommen nochmal unsere Stützen hin, damit es halbwegs realistisch wirkt. Aber vielleicht diesmal auch 2 Stützen. Dass wir eine hier hin machen, eine hier hin. Einfach damit es ein bisschen sinnvoller hier steht. Und dann könnte das jeweils hier gesplittet werden. Und dann gehen wir mal... Warte, wir machen das jetzt einmal mit so. Wir gehen jetzt hier mal mit einer Wand hin. Wir sind ja hier zum Ausprobieren. Also ich zumindest. Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich schon soweit, ich nicht. Also schon, aber jetzt nicht so. Das hier hin. Dann haben wir das Außenlaufen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder? Dann sieht man auch mal ein bisschen was wieder von den Mats, die sonst wieder nur irgendwo drin versteckt sind. Und den Kram, den müssen wir dann hier hin machen. Und hier hin machen. Das auch mit dem Einser-Förderlift. Da ist ja jeweils nur ein Matt. So. So. Und das ist Quatsch, was ich gebaut habe. Hä? Warum snappen die so blöd? Muss ich das verstehen? Also das hier auf jeden Fall so. Ich glaube, die Lifte haben einfach nur falsch gesnappt. Oder habe ich das Ding oben schon falsch gebaut? Nee, ich glaube, ich habe einfach nur die Lifte falsch gesnappt. So. Ja, oder? Können wir doch mal machen. Können wir doch mal machen. Achso, hier war nicht verbunden. Deswegen hat er das falsch gesnappt. Okay, und das geht dann hier. Da hätten wir hier 2 Ebenen mit einem Band. Ne, dass das hier weiter so schön dann verteilt. Und dann müsste ich es wahrscheinlich andersrum bauen. Warum habe ich jetzt hier so viel Platz? Ach so, ja, weil hier die Zwischenebene ist. Nee, dann passt das ja. Und dann würde ich hier hinten direkt nochmal hochgehen und das gleiche dann nochmal von ganz oben dann bauen. Wir haben ja insgesamt dann die 4 Ebenen. Ja, Leute, passt mal auf. Wir bauen das jetzt mal einmal fertig zusammen. Und dann gucke ich, ob ich das vielleicht... Ich packe es dann vielleicht in eine Timelapse einfach rein. Hatten wir schon lange nicht mehr. So, pass auf. Ich färbe das aber auch direkt schon. Würde ich sagen, machen wir das obere Förderband mal in Kupfer. Dann sieht man da auch ein bisschen was von den Stützen ein bisschen besser. Das hier so. Und den Lift dann auch noch dementsprechend. Und das andere in Chrom. Ich bleibe da so meiner Linie so ein bisschen treu, was das angeht. Also was die Färbung angeht. Und die Dinger machen wir jetzt auch dann nochmal in Chrom. Chrom sieht man nicht so gut, weiß ich. Aber das passt halt einfach dann am besten noch dazu. So, das haben wir auch. Dann machen wir den hier. Ne, da bauen wir jetzt erstmal die Förderbänder. Hier kommt ein dickes Förderband. Opala. Hier kommt ein dickes Förderband hin. Hier reicht ja jeweils ein Förderband, oder? Ja, muss ja. Muss ja. Pass auf, dann machen wir das aber nochmal anders. Machen wir hier nochmal den, kopieren wir uns. Und den stellen wir hier hin. Dann kommt hier ein MK4er hier oben rein. Ob das jetzt sinnvoll ist, dass ich das von hier raus reinlaufen lasse, das weiß ich noch nicht, aber das sehen wir dann gleich. So, hier das Kupferband, hier das Chromband, dass ich auseinanderhalten kann. Und dann bauen wir das Ganze einfach nochmal weiter. Chrom haben wir hier schon, Kupfer haben wir hier schon. Also hier nochmal Chrom. Hier nochmal Kupfer. Die unteren Dinger nochmal weg. Das ist schon weg, sehr schön. Dann einmal... Hier hatte ich es, glaube ich, gebaut. Und einmal hier. Und dann den gleichen Spaß nochmal auf der Seite. Ja, inwiefern wir das dann sinnvoll nach oben bekommen. Vielleicht machen wir das auch wieder außen. Eins innen, eins außen lang. Von den Förderbändern. Dass wir hier straight nach oben können. So, hier bauen wir das Kupferband weiter. Das kommt bis hier. Dann machen wir das Kupferband vielleicht außen lang. Und das Eisenband
den Überschuss dann innen lang. Wobei, nee, die Mats, warte mal. Überlegen. Die Mats kommen ja von oben. Das heißt, der Kram kommt von hier in dem Fall. Versorgt die beiden. Das ist dann Dead End, mehr oder weniger. Das ist das letzte Förderband oder die letzten beiden Teilstücke von den Mats. Die stauen sich dann ja hier irgendwann. Das heißt, wir kommen von hier. Das passt aber eigentlich auch besser, glaube ich. Dann können wir das ja so weiter fortführen. Und dann haben wir hier die Ebene von ganz oben einmal runter. Und von oben, ja, 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 ja. Ich hab einen Plan im Sack, glaube ich. Glaube ich zumindest. So, also, hier machen wir nochmal die Lifte hin. Und zwar so, wie wir es auch hatten. Wir haben hier angeschlossen und hier und hier. Dann kommt der Kram. Der Band ist zu steil. What? Ist das runtergesetzt worden? Scheint so, oder? Guck mal, der ist ein bisschen im Boden anscheinend drin. Aber warum? Nee, der ist hochgeflutscht. Der ist hochgeflutscht, warum auch immer. Hatte ich hier jetzt die Rezepte verteilt? Weiß man das? Ja, hatte ich. Warum ist der denn hier hochgeflutscht? Muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? So. So. Aber jetzt nochmal. So. Und dann an der hier rein. Jetzt ist das Förderband noch nicht mehr zu steil. Hier auch nicht. Perfekt. Dann ist das hier über der Abfluss von Mats. Das machen wir später. Ich glaube, da werden wir auch keine Probleme bekommen. Wir haben hier hinten so viel Platz. Aber mir gefällt die Lösung hier vorne eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Dann haben wir auch noch mal was anderes. Und sind nicht immer in unserem Trott. Das ist immer so die Gefahr, dass man dann so ein Baumuster entwickelt und daran dann komplett bleibt. Kann cool sein. Kann cool sein. Aber irgendwann wird es auch ein bisschen monoton, finde ich. Und ich finde es auch eigentlich mittlerweile ganz cool, wenn man die Förderbänder sieht. War ich anfangs nicht so der Fan von. Ich habe die immer gern versteckt. Aber dann ist wieder ein bisschen mehr Bewegung im Spiel drin. Das macht schon viel Unterschied. Als wenn man irgendwo einfach nur statische Klötze stehen hat, wo man nichts sieht. Ich meine, hier sieht man auch nicht viel, ne? Hier rauschen die Mats so einen Ticken durch, aber besser als nix. Kupferbeschichtung hier hin. Dann wird das Ganze hier nochmal verbunden. Das kommt noch hier hin. Und der Kram kommt überall gleiche Höhe. Zack und zack. So, das hier. Ne, da kann ich ja nichts drehen. Das kommt von oben runter. Ja, ja, ja. Bloß nichts falsch machen, ne? Nicht noch 5-mal neu bauen. Überall MK1-Förderlifte, jawohl. Das heißt, die hier unten färben wir uns auch noch kurz ein. Chrom, Chrom und Chrom. Und hier kommt Kupfer. Kupfer und Chrom. So. Einmal hier, einmal hier. Und das letzte Förderband dann hier. Und dann haben wir schon mal 2 Reihen abgedeckt mit relativ wenig Aufwand, muss ich sagen. Bin erstaunt, dass wir so fix durchgekommen sind. Die färben wir auch noch ein. Den Rest gucken wir uns nachher an mit dem Ablauf. Das ist fertig. Und dann haben wir ja von hier hinten aus das Förderband, was von oben runter kommt. Und da könnten wir es uns eigentlich auch relativ einfach machen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gucken wir dann. 2 nochmal hoch hier jeweils. Ich färbe die Wände auch nochmal ein, nur da geht es halt nicht mit unserem Farbtrick. Die kriege ich nicht so dunkel, egal wie ich das hier einstelle. Wenn ich da jetzt hier auf minus 100, ich hab's schon eingestellt, das wird nichts. Ne? Bei den Wänden klappt das leider Gottes nicht. Bei den Stahlteilen würde es klappen. Die habe ich ja hier aber auch auf was hatte ich denn die? Ich glaube auf Chrom hatte ich die, genau. Beim Boden klappt das Ganze auch nochmal. Den hatte ich jetzt auf Carbon stehen. Das könnten wir theoretisch noch machen. Dann sieht man halt die Maserung hier nicht mehr so. Weiß ich nicht genau, ob das so sinnvoll ist. Aber das gucken wir uns auch später noch an. Wir müssen jetzt nochmal einen Boden drüber bauen. Ich baue den auch mal jetzt so, dass ich hier im Feld bleibe, also in diesem Vierer-Grid. Und dann kommen hier die Mats runter. Das heißt, wir bauen die beiden schon mal... Ich würde sagen, wir bauen die Maschinen schon mal oben hin. Ich hatte das anfangs, von meiner Anfangsplanung her, würde das jetzt ganz anders aussehen. Da hatte ich die Maschinen eigentlich, also hatte ich mir überlegt zu Beginn, dass wir die gegenüberliegend machen, dass wir immer die Eingänge dann quasi auf die Seite hier machen und den Ausgang dann auf die Seite. Aber irgendwie gefällt mir das hier dann doch besser. Und dann hätten wir nochmal so ein Verbindungsstück, das hier, hätten wir von der Ebene auf die oberste Ebene. Mit nur 2 Liften, weil wir nur noch 2 Maschinen ganz oben stehen haben. Aber das passt soweit. Das hier, vielleicht dieses Mal ohne, dass es irgendwie oben in der Luft rumglitscht.
Ist jetzt die Frage, ja doch. Kennt ihr das, wenn ihr versucht, durch Neigung von eurem Kopf irgendwie drunter zu gucken, was ja absoluter Schwachsinn halt passiert mir immer wieder. Ich sitze dann da wie so ein Volljogel mit dem Kopf quer vom PC, da versuche irgendwo um die Ecke zu gucken, was ja relativ schwachsinnig ist. Aber gut, so viel dazu. Was machen wir hier? Wir machen noch eine Ebene mit 4 bitte. Ne, nicht 3, 4. Danke. Auch hier 4. Hier nochmal. Hier nochmal und hier nochmal. So, dann kommt hier oben die letzte Ebene hin. Und die würde ich dann hier hin machen. Aus dem ganz einfachen Grund. Also, nee, weiß ich noch nicht, ob es ein einfacher Grund ist. Das sehen wir gleich. Dann können wir den Matz-Zulauf können wir an der Stelle machen. Einmal die Drähte von hier rüberlaufen lassen. Einmal, ist jetzt egal, wo der ist jetzt auf der anderen Seite, aber ich möchte da noch was zwischenschalten, gegebenenfalls ein Lager oder so irgendwas. Dass wir das von hier reinlaufen lassen, das geht dann hier hin und an der Stelle würde es dann runterlaufen müssen. Ja, das passt ja. Das passt ja perfekt und dann kommen wir genau hier unten an der Stelle. Das ist ja, also, wenn das jetzt wieder kein Like wert ist, was ich hier mache, dann weiß ich es auch nicht. Dann seid ihr Monster. Ah ja, einfach Monster. So, pass mal auf. Also, der kommt von hier. Erstes das zweite dann den Kupferdraht. So. Ich fliege jetzt nicht mehr runter. Ich färbe das dann jetzt nochmal extra ein. Das hier würde hier hinkommen. Das hier hin. Wobei ich fast schon tempted bin. Wo kommen wir denn? Nee, der muss ja ganz nach hinten. Ah. Ja doch. Geht ja eigentlich. Wir machen das dann halt so. Kommen wir den hier hin? Nee, der ist doch. Müsste eigentlich. Müsste ja passen. Hier dürfte ja nichts stehen. Oder doch, hier steht später das Kupfergedöns, weil Kupfer wäre dann ja hier. Das läuft dann ja hier rum. Wobei muss es ja nicht. Das kann ja auch ein Dead End bleiben. Ist ja Quatsch. Kupfer muss ja hier nirgendwo langlaufen. Dann könnte man das nämlich so machen, dass wir das hier. Nee, ich will das. Rudi, lieber halt nerven. Er snappt immer hier oben. Ich muss hier oben, glaube ich, zuerst bauen. Dass wir das dann hier so machen. So. Und so. Nee, Warum will er hier immer snappen? Ich will doch hier einfach. Lass mich doch einfach hier so bauen. So, jetzt aber. Das hier müssen wir gleich nochmal neu bauen. Das hält sonst nicht. Und dann wäre hier die Nicht-Kupferlinie. Das würde aber auch nicht passen. Also, ich müsste ja auch mit der Kupferlinie oben anfangen. Das müssen wir nochmal umändern. Und einen Tick weiter nach links, sonst geht's nicht. Sonst komme ich hier unten nicht an. Wobei der noch ein. Nee, wenn wir hier Kupfer machen, dann kann der sogar weiter nach rechts. Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Aber da kann der vielleicht hier drunter versteckt werden. Pass mal auf. Dann machen wir das doch so, dass der hier hinkommt. Und dann den zweiten, aber eins weiter. Der kommt hier hin. Dann kann der nämlich auch hier schön snappen. Pass auf, dann machen wir das so. Der snappt hier. Der snappt hier direkt. Ja, kann man machen, oder? Kann man machen. Sieht ein bisschen weird aus mit den Stützen, aber ich glaube, das kann man so lassen. Dann hätten wir hier die Linie mit dem Eisen. Müssen wir nur nachher aufpassen, dass wir mit dem Eisen oben anfangen. Also, es geht ja rein nur ums Design. Also, ne, das hat ja jetzt keinen Mehrwert, dass ich da jetzt, ne, geht mir rein nur, dass es von der Farbgebung her passt. Das ist wieder so ein Tick von mir. Also, der hier runter mit einem Durchlass an der Stelle. Brauchen wir nicht mehr. Also, wir können es auch so bauen, aber so haben wir die Möglichkeit, dass wir das hier nochmal irgendwo hindrehen, wenn wir das wollen. Und ich glaube, ich drehe es so in die Mitte. Fällt mir ganz gut. So, und den können wir nicht drehen, aber so können wir mit 2 Durchlässen können wir halt die Richtung bestimmen, wie das Förderband läuft. Sieht jetzt so ein bisschen weird aus, aber wenn es später zu ist, glaube ich, ist das in Ordnung. Und dann bauen wir noch einen zweiten Förderbanddurchlass hier. Wobei, das geht auch. Nee, das geht nicht. Ah.
Das geht nicht, weil hier ja der Verteiler steht. Beziehungsweise, nee, der Verteiler steht hier nicht, aber hier kommt ja der ganze Kram von oben längs. Aber wir können es ja nebendran machen, oder? Kriege ich das so hin? Doch 17 Mal umgebaut. Gut, braucht doch nicht liken, war zu früh gefreut. Lass einfach. Das geht nicht, ne? Das ist zu steil. Schade. Sehr, sehr schade. Das hätte mir eigentlich guten Kram gepasst. Ich möchte schon ein bisschen kompakt halten, deswegen. Aber wenn ich eins weitergehe noch, so. Passt das? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich nicht. Ich muss trotzdem noch irgendwie. Müsste eins weiter nach rechts noch gehen mit dem Ding. Das hier. Ah. Geht das schon? Nee, auch noch nicht. Okay, also noch eins weiter nach hinten. Bauen wir es mal hier hin. Vielleicht kriegen wir es so dann um die Ecke. Ich meine, das müsste irgendwann gehen. Ja, sehr schön. Das geht. Und dann bauen wir das hier doch noch mal um. Und zwar so. So, und dann kommt der hier runter. Das bleibt, das ist in Ordnung. Und das Ding würden wir hier hinstecken. So. Nee, warte. Eins nach vorne geht's doch noch. So. Ja, kann man auch so machen. Und dann haben wir hier den Platz, dass wir das Ganze hier schön aufgeteilt bekommen. Und der geht dann hier runter. Den bauen wir auch nochmal um, denn der kann jetzt dann hier oben snappen. Wie gehabt. Ja, gut, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Ich komme hier nicht. Ich muss erst unten das verbinden, sonst geht es wieder nicht. Also, der hier unten. So. Und so. Und den packen wir dann hier oben hin, dass der hier schön snappt. Und dann haben wir jetzt alle Ebenen miteinander verbunden. Also wir haben jetzt einen noch nicht eingerichtet. Klar, die hier fehlt noch komplett. Die muss noch eingerichtet werden. Hier kommt ja der Kram aber von oben runter. Das wird wieder das gleiche. Machen wir wieder hier mit den Liften an der Oberseite. Fangen wir nochmal mit denen. Ja gut, es ist eigentlich egal, mit was wir anfangen. So, färbe ich die nochmal um. Okay, einmal die. Und einmal dann die Kupfergeschichte. Bis ganz nach oben. So. So. Und so. Ob ich das jetzt nochmal genauso. Die Frage ist natürlich, bekomme ich das nochmal so hingebaut? Noch 3-mal oder noch 2-mal? Das wird ja im Leben nix. Das wird ja wieder sowas von failen. Das hier so. Ich baue besser von außen. Da habe ich ein besseres Maß, glaube ich. Weil hier sehe ich ja gegebenenfalls, wo ich die Dinger unten hingebaut habe. Dann ist das ein bisschen einfacher. Ist das überall gleich, der Abstand? Ne, hier ist ein bisschen mehr, wa? Hier ist ein Tick mehr. So, und dann hier 2 Ticks. Dann hier nochmal 1, 2, 3 Ticks. Hier müssen wir es ja trotzdem machen, auch wenn oben keine Maschine steht. Da müssen wir nur dran denken, dass wir die Splitter hier schon einbauen. Die kommen ja dann von hier. Das machen wir auch jetzt direkt. Hier kommt hier rein. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Splitter so hinstellen, dass der hier längs geht. So. Hier nochmal den Kram schnell einfärben. Einmal Kupfer, Kupfer. You know the drill. Und einmal Chrom und den Kram hier auch in Chrom. Das passt schon. Die kann man dann, ups, die kann man hier hinstellen. Mal gucken, wo die stehen. Ziemlich in der Mitte von dem Ding. So einmal und so einmal. Und den auch nochmal korrigieren. So. Die Frage, wo... Das müsste richtig sein. Hoffe ich doch mal stark. Der geht dann hier runter. Ja, perfekt. Perfekt. Hätte den auch vorher stellen können, fällt mir gerade auf. Macht aber nichts.
Den hier doppelt und einmal wegmachen. Dann steht er hier schön drauf und den hier doppelt und einmal wegmachen. Und dann hoffe ich, habe ich die richtige. Ne, hier habe ich nicht getroffen, war klar. Ja, mit Blaupausen wäre es wahrscheinlich einfacher, aber wo bis ich die ich bin wieder falsch. Ich krieg 'n Megaföhn. Warte, jetzt was von hier. Mit Blaupausen ist es wahrscheinlich einfacher zu bauen, aber irgendwie wollte ich jetzt auch mal wieder was von Hand machen und bis ich die Blaupause gehabt hätte, wäre wahrscheinlich ja, da habe ich das jetzt dreimal gebaut. Kennt meine Zeit, die ich für Blaupausen brauche. Die werden miteinander verbunden und, wie gesagt, keine Sorge, den Rest machen wir natürlich jetzt dann mache ich dann gleich offscreen oder in Timelapse, je nachdem, wo wir stehen von der Zeit her. Der kommt von hier und, der kommt dann von ne, der kommt sogar von der anderen Seite. Der kommt ja direkt von hier hinten. Da können wir das machen. Einmal hier rüber. Nur so als Teaser, als angeteasert für mich und das kommt dann nach hier hinten. Alrighty. Alrighty. Letzten Lifte hier noch verbinden. So. Warum bin ich jetzt zu weit weg? Ne, eigentlich ja nicht. Ich bin doch genau da, wo ich sein soll, oder? Ne, ich bin eins zu nah. Ne, bin ich eigentlich ja nicht, oder? Hä? Ich bin doch genau auf Linie mit den Dingern. Ach so, ne, ist ja Quatsch. Denkfehler von mir. Ich hatte das hier vergessen. Hier kommt ja noch 'ne Wand hin. Einer so und einer so, genau. Das you know the drill, das war's. So, so und so und dann kommen hier jetzt die Lifte hin. Oh, ich hatte schon gedacht, ich wäre grad völlig wirr. Dann müssen wir das ja so machen, genau, dass der hier runterläuft, aber anders. Gut. Gut, Leute, pass auf. Ich baue das jetzt mal fix fertig und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das ganze Ding hier steht. Und dann gehen wir auch schon zu den Rohren über. Da möchte ich zumindest den Grundstein der heutigen Folge schon legen. Und dann gibt es auch gleich noch einen kleinen Ausblick, wie es die nächste Zeit weitergeht. Gibt ja noch ein paar Großprojekte, die geplant sind, aber dazu gleich am Ende der Folge dann mehr.
Alrighty, guys. Nicht schön, aber selten. Das ganze Konstrukt wird farblich noch ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt hier mal angefangen zuzumachen mit ein paar Fensterscheiben und so weiter und so fort. Aber ich bin, also vom Grunddesign her finde ich es eigentlich ganz cool, auch mit den Liften hier an der Seite und dass wir dann doch hier ein großes Gebäude haben. Ein paar Dinge gibt es jetzt hier noch. Ich habe schon mal angefangen mit dem Ablauf und zwar möchte ich den so machen, dass wir den Mittelgang hier frei halten. Das heißt, pro Block immer den Ablauf zusammenfassen und dann auf der unteren Ebene lassen wir das Ganze einmal durchlaufen. Der Grund, warum ich es hier frei halten möchte, ist einfach, dass wir hier gegebenenfalls auch noch mal ein Stück rübergehen können mit den, wo kann ich mir hier was kopieren? Mit denen hier. Mit den Laufstegen, dass wir hier rüber und hier auf der obersten Ebene, das bleibt natürlich nicht so, also die Schilder kommen nochmal weg, auch wenn sie passend sind. Hier möchte ich vielleicht noch ein Lager hinbauen und vielleicht auch noch einen Upload-Container, mal gucken. Aber hier kommt noch eine Ebene drauf, wahrscheinlich ganz verglast, ein Dach drauf dann und dass wir hier auch Zutritt in die Gebäude haben und von da aus überall rundum laufen können. Das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Ich denke, dann ist das Ganze ganz cool connected. Relativ eng gebaut dieses Mal. Gefällt mir eigentlich gut mit den engen Gassen hier. Und dann ist das soweit in Ordnung. Hier sind schon mal die Zuläufe angeteasert. Hier für den Draht. Und hier hinten dann der kommt dann hier rüber. Ja, in dem Fall ist es ein bisschen blöd, weil wir hier die Ebene noch dazu haben. Aber hier kommen dann die Eisenplatten, die normalen rein. Und den Ablauf, den schicken wir ganz nach unten und ganz nach hinten. Ich gehe mal kurz komplett in die unterste Ebene rein. Hatte ich so geplant, dass wir dann hier rauskommen und das Band dann hier einmal komplett durchlaufen lassen bis zum Depot hinten. Dann laden wir den ganzen Kram ein. Das ist ja nicht viel. Es sind ja, wenn wir rechts gucken, nur 125 verstärkte Platten, also für unsere Verhältnisse gar nichts. Der wird dann hier abtransportiert mit dem Fahrzeug. Das fährt dann hier los, fährt hier rum. Ich teaser das nur so an, keine Sorge, ich baue das jetzt nicht fertig. Also, der fährt hier lang, hier hinten rum, unter der Strecke durch, wie wir das gesagt haben. Dann an der Stelle, wo es nicht mehr groß weitergeht, fahren wir rüber. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier auch straight rüber, dass wir hier nicht groß noch 50 Mal woanders lang fahren müssen. Da müssen wir mit den Höhenunterschieden arbeiten, das macht aber nichts, sind ja Fahrzeuge. Die gehen dann hier weiter, fahren dann auch nochmal hier rum, unterhalb von der Bahnstrecke, sobald wir halt eine Ebene höher sind. Und dann hier hinten in unsere Hauptproduktionsstätte. Denn ich möchte das Ganze wie folgt aufteilen. Hatte ich ja am Anfang gesagt, ich möchte so ein bisschen anteasern, was wir die nächsten, war wahrscheinlich 3 Folgen sind jetzt nur werden. Es ist nicht mehr viel, was wir bauen müssen. Deswegen sind wir da schon ziemlich nah an den Rahmen. Und zwar, den Platz möchte ich gern freilassen, komplett, also diese mittlere Biom. Da habe ich mir überlegt, da hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es wahrscheinlich schwierig wird, für jedes Biom eins von den großen Mats hier herzustellen, das Biom damit komplett zuzubauen. Hier haben wir auch viel mehr Platz dafür, aber brauchen wir auch so nicht. Hier werden wir vielleicht, weiß ich noch nicht genau, Aluminium produzieren. Wir gucken mal, was wir im nächsten Tier haben, was wir hiermit relativ gut verknüpfen können. Eigentlich wäre es sinnvoll, irgendwas zu machen, wofür wir einen Haufen Eisen brauchen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt tatsächlich nicht. Das muss ich gucken. Und dann werden wir hier drin nochmal eine große Produktion bauen, aber das ist Zukunftsmusik. Was jetzt sehr zeitnah passiert, was wir heute schon anteasern, das ist die Fabrik für die Stahlrohre. Die wird wahrscheinlich hier ein bisschen mittig sein. Wir erinnern uns, das Förderband kommt nochmal komplett weg. Das machen wir morgen im Livestream. Da wird das alles nochmal umgebaut. Also kommt hier die Eisen, was hatten wir? Die Stahlrohrfabrik, so rum. Stahlrohrfabrik kommt hier hin, dann kann der Stahl hier rüberlaufen, den wollte ich ja nicht transportieren. Nebendran, wahrscheinlich hier, kommen dann die normalen Rahmen und weiß ich nicht, vielleicht quer dahinter oder nochmal nebendran kommen dann noch die Stahlbetonträger. Das sind ja die letzten Mats, die wir überhaupt noch brauchen für unsere Produktion. Dann haben wir die Ecke hier schön zugebaut und auch relativ gut befüllt. Ja, das passt dann irgendwo. Das passt dann irgendwo ganz cool. Und dann, ganz zum Schluss, jetzt bin ich ein bisschen zu weit rausgescrollt, möchte ich hier auf dem Plateau unser Großprojekt starten. Das wird wirklich ein größeres Projekt, wird wahrscheinlich über 2 Folgen gehen, nehme ich mal stark an. Hier kommen dann unsere schweren modularen Rahmen hin. Es wird keine riesige Fabrik. Wir haben, glaube ich, ein paar 30 Maschinen, schauen wir uns gleich nochmal an in unserer Übersicht auf dem Desktop. Aber ich möchte hier was Besonderes machen, wie immer eigentlich bei den Endfabriken. Das wird ein großes Projekt, das kann ich ja sagen. Ich habe da jetzt schon die ein oder andere Idee und ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Aber das wird noch 3, vielleicht 4 Folgen dauern, bis wir da hinkommen. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, gehen wir auf den Desktop und schauen uns den Kram hier an. Ich gucke mal, ob ich hier so wieder rauskomme. Und zwar wieder in unsere schöne Ansicht hier. Seht ihr das? Ja, ich glaube, ihr seht das Ganze. Hier haben wir ja einiges grün gemacht. Hier können wir noch mehr grün machen. Wir haben die Konstruktion für die Eisenplatte, wir haben den Konstruktor für die Eisendraht und wir haben den Fabrikator für die geniedete Eisenplatte. Das ist durch. Das heißt, einmal Formstahlrohr brauchen wir noch. Das brauchen wir für alle Produkte.
das wäre sinnvoll, das halbwegs zentral, deswegen wollte ich's in die Mitte machen, genau, weil das ja Sinn macht. Dann haben wir den Stahlrahmen, also diesen normalen Rahmen und wir haben das Stahlbetonrohr, das Alternativrezept für die Stahlbetonträger. Die 3 Sachen sind noch Vorproduktion und dann geht's zur, Megafabrik. Und wie ihr seht, 36, 37 Maschinen ist nicht viel, da werde ich mir aber noch was Schönes aus dem Hut zaubern. Die Stahlrohrfabrik, was hatten wir da jetzt? Ich habe gar nicht geguckt. Ich sehe es hier oben. Warte mal, warum sehe ich's hier noch auf dem Screen? Das ist 'n bisschen seltsam. Das wollen wir natürlich nicht. Muss das noch mal wegmachen. Aber egal, wir sind bei 85 Gießereien. Oh, das wird noch mal 'ne größere Fabrik. Ich blende das hier noch mal aus. So, das heißt, ich muss mir Gedanken für über die Raids machen. Vielleicht machen wir das doch nicht mehr heute. Ähm, die Zulauf und Ablauf-Raids brauchen wir ja Gedanken drüber, wie wir das Ganze bauen. Was haben wir denn hier Schönes? Gucken wir mal noch zum Schluss einmal rein. Wir benutzen dieses Rezept hier, 50, 30 zu 50. Ja, das sind eigentlich relativ gute, solide, gerade Raids. Da können wir von hier aus vielleicht gehen, pro Förderband 450 Stück draufklatschen. 460 bekommen wir ja. Ne, was bekommen wir drauf? 480, oder? Bin schon wieder lost. 480 bekommen wir drauf. Also können wir 8 8 Maschinen pro Förderband. Das passt dann auch mit dem Stahl. Das heißt, wir bauen immer Achterblöcke und dann da können wir vielleicht 88 Maschinen insgesamt bauen. Dann haben wir ein paar mehr, da müssen wir vielleicht untertakten, das macht aber auch nichts. Aber dann kommt das ja hin. Das heißt, wir bauen 10 Ebenen, 8 Maschinen zu je 4 Blöcken nochmal. Da hätten wir wieder so ein Ding. Wollen wir das? Wie ist denn der World Grid? Der ist hier. Hm, wenn wir 8 Maschinen pro Ebene haben, könnten wir jeweils 4 Maschinen gegenüberliegend. Doch, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee für vielleicht so ein halboffenes Gebäude. Ich gucke mal, ob ich's hier schnell angeteasert bekomme. Und zwar könnten wir das Ganze ja so machen, dass wir die Gießereien hier hinbauen. Ein sehr, sehr offenes Gebäude wird das Ganze. Wo haben wir die denn überhaupt? Hier, Gießerei. Also, wie gesagt, jetzt nur angeteasert, ohne irgendwie groß auf irgendwas zu achten. Gießerei einmal hier hin und gegenüberliegend dann noch mal 'ne Gießerei. So. Das ist jetzt gerade nur so eine Idee. Die gegenüberliegend mit jeweils 4, ne? Also, ich kriege es jetzt nur so nicht hin. Also, jeweils 4 Stück, dann haben wir 8. Wir müssen dann 10 nach oben. Aber anstatt wir könnten ja sagen: „Okay, wir bauen hier auch noch mal Gießereien hin, 4." Dann hätten wir pro Ebene hätten wir 16, brauchen wir bedeutend weniger Ebenen. Aber ich möchte das nicht noch mal genauso bauen wie das hier. Ich würde es gern offen lassen. Heißt so viel wie, ich würde die Dinger hier zumachen, ähm, so und dann das Ganze an der Seite hier lang. Hier noch mal die 4 Dinger, aber eine Ebene höher, dass wir hier komplett freilassen, die Ebene. Wir stützen das Ganze dann ab mit unseren Trägern, vielleicht sogar die große Betonsäule. Die Ebene wird dann hier so abgestützt. Dann bauen wir auf der zweiten Ebene gegenüberliegend. Wir bauen hier dann unsere 4 Gießereien, also, ne, hier dann hin und gegenüberliegend noch mal die 4 und dann machen wir das Gleiche oben drüber wieder. Dann machen wir das hier zu, gehen dann wieder hier rüber, so, und bauen dann hier noch mal genauso die 4 Raffinerien, die 4 Gießereien und die Ebene mittendrin, die bleibt dann auch offen. Dass wir hier immer so offen macht natürlich absolut keinen Sinn, aber dass wir das dann hier auch noch mal mit den Betonträgern abstützen als die ziehen wir dann natürlich von oben nach unten einmal komplett durch. Ich kriege es jetzt nur nicht so eingerastet, wie ich es gerne hätte. So einmal durchziehen, ne? Dass wir dann immer eine offene Ebene haben und dass es halt ein bisschen anders aussieht einfach. 'N anderen Grund hat das nicht. Dann bekommen wir 10 Ebenen hier hin. Die sind ja relativ niedrig eigentlich. Wir sind dann ein Stück höher als das Gebäude hier, haben dann aber immer so offene Ebenen. In der Mitte weiß ich noch nicht genau, wie ich das mit der Verkabelung mache, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt nur so mein erster Gedanke, dass wir nicht noch mal genau das Gleiche bauen. Ich glaube, das könnte ganz cool werden.
und das sollte auch wieder relativ gut mit Blaupausen gebaut werden. Und wenn wir das Ding dann haben, schauen wir uns an, wo wir genau die Rahmenfabrik hinbauen. Ich werde es jetzt aber nicht groß anfangen, denn vorher müssen wir auf jeden Fall das Förderband noch umbauen, alles. Das ist ja Thema vom Livestream am Sonntag. Und würde auch sagen, wir machen dann an der Stelle Schluss. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr davon haltet oder ob wir es dann doch eher so nochmal gleich bauen sollen. Oder hier, wie gesagt, hier mit diesen Öffnungen, mit denen wir vielleicht noch irgendwas Cooles machen können. Mal gucken. Ähm, aber gut, wir sehen uns dann am, was haben wir heute, Samstag? Wahrscheinlich am Montag, spätestens am Dienstag mit der nächsten Folge. Da dann auf jeden Fall die Stahlrohre und dann geht's straight Richtung Megagebäude, das wir hier oben prominent auf diesem Ding hier platzieren werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann smash diesen Like-Button und wenn nicht, dann macht's halt nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschaußens.